Moinsen, grüße euch zum neuen Video. Heute haben wir ein Sachthema, und zwar Fahrzeugkostenberechnung in der Vollkostenrechnung. Ich mache diesen Video, weil mir in Gesprächen und Kommentaren immer wieder auffällt, dass viele Leute die Kosten von ihrem Fahrzeug nicht berechnen können und denken, die Spritkosten, das wäre schon alles. Ja, die denken nur, mein Auto braucht auf so und so viele Kilometer so und so viel Sprit und das wäre es dann schon. Da können aber wesentlich mehr Kosten dazu, wenn man wirklich wissen will, was der Fahrkilometer kostet. Ja, und damit wir nicht so viel Zeit verlieren, steigen wir gleich voll ein. Es gibt zwei Gruppen an Fahrzeugkosten. Das eine sind die Fixkosten und das andere die variablen Kosten. Die Fixkosten, das sind die Kosten, die immer anfallen, egal ob du fährst oder nicht. Und die variablen Kosten sind die, die nur anfallen, wenn das Fahrzeug sich bewegt. Und da fangen wir mal an mit den Fixkosten. Da gehört natürlich der Kaufpreis dazu, beziehungsweise die Kapitalverzinsung. Der Kaufpreis, da tun wir die AFA, also die Abschreibung für Abnutzung, berechnen, indem wir den Kaufpreis, also den Bruttokaufpreis, da ist dann alles mit dabei. Da wird übrigens auch die Kosten für die Kfz-Zulassung und die Nummernschilder mit dazu gerechnet zu dem Kaufpreis. Und dieser Preis wird dann geteilt durch 6 Jahre gerechnet. Dann habt ihr den jährlichen Abschreibungspreis, weil man rechnet üblicherweise 6 Jahre Nutzung. Ich beziehe mich jetzt da auf Privatautos. Ne? Ja, und die Kapitalverzinsung, das ist ja klar, egal ob ihr jetzt das Fahrzeug kreditfinanziert habt oder aus eigenen Mitteln bezahlt habt, Kapitalverzinsung berechnet man trotzdem, weil selbst wenn du das Geld wenn du es zu Hause unter dem Kopfkissen liegen hattest und du kaufst dir davon ein Auto, dann musst du da immer noch rechnen, für den Fall, dass du das Geld jetzt irgendwo angelegt hättest, würdest du ja Zinsen bekommen, na, jetzt zum Beispiel in einem Fonds, Aktienfonds oder so. Ne? Und wenn du dafür ein Fahrzeug kaufst, kannst du das ja nicht anderweitig investieren. Dann, wenn du es kreditfinanziert hast, hat natürlich die Bank berechnet dir Zinsen, und wenn du es geleast hast, musst du da auch Zinsen bezahlen. Also du bezahlst ja die Raten und am Endeffekt hast du da ja auch Finanzierungskosten, weil die Leasingfirma, die schenkt dir das ja nicht einfach so, sie wollen ja auch was dran verdienen, und der Verdienst ist dann eben auch die Kapitalverzinsung. Und das rechnet man dann auch über die komplette Kreditlaufzeit, den Zins und Zinseszins, und den teilst du dann wieder durch die 6 Nutzungsjahre, und dann weißt du, wie viel Zinsen du pro Jahr kalkulativ da ansetzen musst. Dann gibt es natürlich noch Kosten wie Kfz-Steuer und Versicherung. Die Kfz-Steuer, die kannst du aus der Tabelle, da gibt es im Internet so vom Finanzamt so einen Rechner, oder vom Zoll, glaube ich, ist das sogar, es geht nicht über das Finanzamt. Oder spätestens, wenn die Rechnung kommt nach der Zulassung, da siehst du ja, was draufsteht. Dann die Versicherung ist natürlich wieder abhängig von die Prozente und ob Haftpflicht oder Kasko. Ne? So, und dann hast du noch, wenn du zum Beispiel in der Stadt wohnst und du hast noch kein eigenes Grundstück, wo du das Fahrzeug abstellen kannst, und du hast da irgendwo eine Tiefgarage, einen Stellplatz angemietet oder was, da kommen natürlich noch die Garagenkosten dazu. Ne? Und das ist jetzt die Kosten, die der Privatmann hat für sein Fahrzeug pro Jahr gerechnet. Und
Beim Unternehmer, wenn das also ein Fahrzeug ist, das man geschäftlich nutzt, kommt natürlich noch der Lohn für den Fahrer dazu oder der kalkulative Unternehmerlohn. Und der kalkulative Unternehmerlohn, das musst du dir jetzt mal so vorstellen, du kaufst dir einen Lastwagen und musst damit mit diesem Lastwagen so viel Geld verdienen, dass du dir deinen privaten Lebensunterhalt finanzieren kannst. Ne? Sagen wir mal kalkulativ, dein Lebensunterhalt, du brauchst 5.000 Euro netto, dann muss der Lastwagen im Monat 10.000 erwirtschaften, Gewinn, und das ist dann der kalkulative Unternehmerlohn, den rechnest du dann noch aufs Jahr hoch. Und wenn du jetzt natürlich 10 Fahrzeuge hast, dann musst du das noch geteilt durch 10 rechnen, weil ja dann jedes Fahrzeug nur 1/10 davon erwirtschaften muss. Und da du aber nicht selbst alle 10 Fahrzeuge fahren kannst, brauchst du dann noch Fahrer, und da musst du dann dafür noch dann für jedes Fahrer den Fahrerlohn mit dazu rechnen. Dann rechnest du diese Fixkosten alle zusammen und teilst sie durch 220. Dann hast du den Preis kalkulativ, den das Fahrzeug pro Einsatztag kostet, egal ob es fährt oder steht. Für Privatautos braucht man das jetzt nicht. Für Privatautos lassen wir mal den Jahresgesamtbetrag an Fixkosten stehen und tun ihn dann später zusammen mit den variablen Kosten durch die gefahrenen Kilometer teilen. Aber wie gesagt, für einen Unternehmer wäre das dann die Fixkosten pro Tag. Und wer mehr zu diesem Thema wissen will für Unternehmensgründung, also wer zum Beispiel eine Spedition gründen will oder so, sich einen Lastwagen kaufen will, da gibt es von Vogel Verlag ein Fachbuch dazu, das heißt Rechnen im Verkehrsgewerbe. Da könnt ihr euch das bestellen, das kostet viel. Und da könnt ihr auch, da sind alle Rechenbeispiele drin, die du brauchst für die Sachkundeprüfung. Ich kann das jetzt leider nicht zeigen, weil das gibt ja Probleme wieder mit dem Urheberrecht. Ich darf aus diesem Buch nicht ausschnittsweise irgendwelche Seiten zeigen. Ich wollte es jetzt hier nur erwähnen für diejenigen, die jetzt auf dieses Video hier gestoßen sind, weil sie eben vor der Sachkundeprüfung stehen. Und für die Privatleute machen wir jetzt weiter ohne diesen Buch. Jetzt kommen wir noch zu den variablen Kosten, da gehört natürlich der Kraftstoff dazu. Und wenn ihr jetzt ein neues Auto kauft und das heißt da zum Beispiel im Prospekt, dass das 10 Liter pro 100 Kilometer verbraucht, dann könnt ihr gleich schon mal mit 15 Liter rechnen, kalkulativ, weil die Angaben, die ja im Prospekt stehen, nie wirklich im realen Betrieb zu fahren sind, weil das sind unter Laborbedingungen, unter optimierten Bedingungen, ja, um eben im Verkaufsargument mit dem günstigen Spritverbrauch zu argumentieren. Aber im täglichen Einsatz sind natürlich die Einsätze viel zu verschieden. Der eine fährt nur Kurzstrecke im Stadtverkehr, der braucht natürlich mehr Sprit als derjenige, der Langstrecke fährt und so weiter und so fort. Auch der persönliche Fahrstil macht da einiges aus. Ne? Und wer jetzt dann schon ein Fahrzeug gekauft hat, der kann ja dann nach dem ersten Monat schon mal rechnen, wie viel Kilometer ist er gefahren und wie viel Sprit hat er getankt. Und da kannst du dann schon mal einen etwas realistischeren Wert ermitteln. Und ganz optimal ist es natürlich am Ende des ersten Fahrjahres, wenn du dir während des Jahres alle Tankbelege aufbewahrst oder dir irgendwo aufschreibst, wie viel Liter du getankt hast und Kilometerstand Anfang, Ende, dann kannst du genau ausrechnen, wie viel du gebraucht hast. Und für unsere Kalkulation hier ist es wichtig, der Spritverbrauch im gesamten Jahr, also den rechnen wir dann zusammen. Dann kommt natürlich noch Öl dazu, weil man muss ja auch mal Ölwechsel machen. Dann die Reifenabnutzung. Bei einem Reifen ist es so, da rechnest du jetzt, ich nehme jetzt mal Pi mal Daumen wieder ein Beispiel, der Reifen hat eine Lebensdauer von 80.000 Kilometer und wenn du dann 20.000 fährst pro Jahr, dann hast du nach 4 Jahren die Reifen
verbraucht. Ne? Und wenn jetzt die Reifen 1000 Euro kosten zum Beispiel, dann teilst du das durch 4, dann hast du 250 pro Jahr, die du an Reifenkosten ansetzen musst in unserer Beispielrechnung. Dann kommt natürlich noch dazu Wartung und Reparatur und noch der Posten Sonstiges, wie Fahrzeugwäsche, Fahrzeugpflege, dann irgendwelche Anbauten, die du machst, und wenn du dein Auto ein bisschen aufmotzen tust, optisch verschönern oder was auch immer, das sind da alles sonstige Kosten, die tust du da mit reinpacken. Jetzt ist es natürlich so, wenn du jetzt dir Fahrwerk einbaust in das Fahrzeug, dann musst du das natürlich wieder durch die 6 Jahre Nutzungsdauer teilen, damit du den realistischen Betrag hast, den du pro Jahr damit einberechnest. So, und jetzt haben wir alle Fixkosten zusammengerechnet und alle variablen Kosten zusammengerechnet. Dann zählen wir die beiden noch zusammen und teilen wir es durch die gefahrenen Kilometer in diesem Jahr. Und dann haben wir den richtigen, realistischen Preis, den ein Fahrkilometer mit dem Privatauto tatsächlich kostet. Und da werden jetzt viele überrascht sein, wie teuer das tatsächlich ist. Vor allem beim neuen Fahrzeug, weil da ja die AFA noch ziemlich ins Gewicht fällt. Werden nach 6 Jahren, wenn du jetzt ein altes Auto fährst, das schon 8 Jahre alt ist, dann hast du das natürlich schon abgeschrieben und da fällt die Abschreibung dann weg, dann wird der Kilometer billiger. Aber jetzt sieht man zum Beispiel, also ich habe jetzt in meinem Beispiel mal, ich habe mir das zu Hause am Computer, da habe ich natürlich ein Excel-Programm, wo ich die Formeln eingetragen habe, wo ich dann nur die Kosten eintrage und der Computer dann das rechnet. Und da bin ich auf circa 40 Cent pro Kilometer gekommen für ein Privatauto. Das kann jetzt natürlich abweichen. Ist klar, wenn du jetzt einen Ferrari kaufst, der kostet pro Kilometer natürlich mehr, weil allein die Anschaffungskosten schon höher sind und auch die Wartungs- und Reparaturkosten in der Werkstatt höher sind als wie bei einem Durchschnittsauto. Und dann gibt es natürlich noch die Kleinwagen, die auch noch entsprechend billiger sind dann. Aber ich rechne jetzt von einem Durchschnittsfahrzeug aus und da kommen wir bei 40 Cent pro Kilometer. Und wer jetzt einen Pickup hat, der muss dann in Deutschland noch 20 Cent Maut mit dazu rechnen. Das kommt jetzt auch wieder drauf an, wie alt der Pickup ist. Bei meinem hier wäre es in Deutschland 24 Cent pro Kilometer Maut und bei neueren sind es dann glaube ich nur 10 Cent oder so oder 12 Cent. Das ist immer unterschiedlich. Deshalb versuche ich ja immer möglichst die Strecken so zu legen, dass ich in der Tschechei fahre oder in Polen, ne, und weniger in Deutschland. Ne. Weil ja auch in Deutschland die Bundesstraßen mautpflichtig sind und man fast nirgendwo fahren kann, ohne über Bundesstraße zu kommen. Aber zum Thema Maut mache ich einen separaten Video, wer sich dafür interessiert, kann da mal dann in meiner Playliste Trucking schauen. Ich weiß noch nicht, wann ich diesen Maut-Video machen werde, aber wen das interessiert. Ich habe da auch schon für Fahrverbote Videos gemacht, Wochenendfahrverbote, aber das betrifft jetzt vor allem die Trucks und nicht die Privatautos. Ja, und soweit war es das zum Thema. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen klar rübergekommen, einigermaßen verständlich erklärt worden von mir. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben. Und diejenigen, die jetzt für Güterverkehr die Sachkundeprüfung lernen, wie gesagt, da gibt es vom Vogel Verlag ein Fachbuch dazu. Und da ist das alles nochmal im Detail beschrieben, wie man das berechnet. Aber im Prinzip habe ich es jetzt soweit erklärt. Nur dass halt im Unterschied zum Privatfahrzeug noch Lohnkosten und kalkulativer Unternehmerlohn dazukommen und die Fixkosten durch 220 Einsatztage gerechnet werden, während man beim Privatauto einfach alles durch die gefahrenen Kilometer rechnet. Ja, und dann lasst noch ein Like da für den Video.
und vielleicht tut auch der Kanal abonnieren, wäre auch nicht schlecht. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal und schaut mal wieder rein und dann tschüss.